Hallo allerseits, ich bin heute auf der Bauma-Messe in München bei Wolfgang Pfister, dem Marketingleiter von Liebherr, und er zeigt mir hier ein Elektromobil der ganz anderen Art. Man möchte es ja nicht glauben, dass so eine Maschine, das ist hier eine Bohrmaschine, ein Drehbohrer, der kann hier, welchen Durchmesser kann er bohren, Herr Pfister? Also kann auf einen Durchmesser von bis zu 1500 mm Durchmesser kann er bohren, bis in eine Tiefe von rund 35 Metern im typischen Kelly-Bohrverfahren, dem typischen Drehbohreinsatz. Und das Interessante dabei ist, das ist eine Weltneuheit, der bohrt nicht mit Benzin und mit einem Motor, sondern klassisch mit einem Elektromotor. Ja, es ist eigentlich kein klassischer Einsatz, also es ist nicht nicht dieselhydraulisch betrieben, so wie eigentlich ein konventionelles Drehbohrgerät, sondern es handelt sich eigentlich hier um das erste batteriebetriebene Drehbohrgerät der Welt. Das heißt, das Drehbohrgerät wird ausschließlich durch Akkuleistung gesteuert und betrieben, also kein konventioneller Motor mehr. Also wirklich ein Elektromobil, wie man es normalerweise so kennt von den Straßen als Autos. Das heißt, das Ding kann auch fahren auf der Baustelle und nicht nur bohren mit dem Strom vom Akku. Genau, absolut mobiles Gerät, mobiles Einsatzgerät. Natürlich, die Hauptanwendung ist auf den Bohreinsatz bezogen, aber auch die Mobilität, sprich das Verfahren, das Versetzen des Gerätes erfolgt akkubetrieben. Gut, und der Bohrer, der hier im Einsatz ist, der kann jetzt bis zu 1,5 Meter Durchmesser haben, und hier hat er jetzt ungefähr wie viel? 80 cm, glaube ich? Richtig, der Bohrer hat einen Durchmesser von 800 mm. Also bis zu 1500 mm Durchmesser wäre das Maximum und 35 Meter Tiefe. Das wäre jetzt einfach ein 80er. Was bohrt man denn da so normalerweise mit solchen Bohrmaschinen? Für welchen Zweck werden denn die verwendet? Das sind typische Bohrpfähle, also der klassische Bohrpfahl, der als Fundament, als Basis für spätere Hochbauten geregelt wird. Also verschiedene Bohrpfähle, die das Fundament bilden für die späteren Hochbauten. Das kann Industriegebäude sein, kann Wohnbau sein, also so verschiedene. Man kann zum Beispiel auch einen Parkplatz überbauen und kann da oben drauf auf Pfähle Wohnungen stellen, was ja in Innenstädten das Problem ist, wie man die Räumlichkeiten herkriegt. Ganz genau für solche Einsätze. Und wo ist jetzt hier der Akku und der klassische Elektromotor in dem Fahrzeug? Kann man das mal anschauen? Können wir gerne anschauen. Sie sehen, der Akku, das sind diese grauen Einhäusungen, die Sie oberhalb der Oberseite des Oberwagens sehen. Es sind 2 Akku-Packs, wenn Sie so möchten, und in Summe sind 12 Akkupakete verbaut mit je 60 Kilowattstunden Leistung. Also wir haben eine Bruttoleistung von 720 Kilowattstunden, die das Gerät als solches steuern, und die Akkus haben sind 10 Stunden im Dauerbetrieb bedienbar. Das heißt, ich kann eine ganze Schicht auf der Baustelle mit dem Ding mit Akku bohren. Ganz genau. Sie können eine komplette Schicht auf der Baustelle machen. Die Akkus sind wirklich auf 10 Stunden Dauereinsatz ausgelegt und wirklich auf einen durchschnittlich starken, also auf einen durchschnittlichen Heavy-Duty-Einsatz, wie wir sagen. Also das sind keine 10 Stunden unter optimalen Bedingungen, das ist wirklich der durchschnittlich harte Baustelleneinsatz. Für das ist das Gerät konzipiert. Und wo lade ich den auf? Der Akku wird an der Heckseite des Gerätes aufgeladen mit Standard-Baustellenstrom. Wir können jetzt gleich einen Blick drauf werfen. Schauen wir mal, wo sich dieser Stecker befindet. Das heißt, du hast auch das Abschüttelfeld. Sie sehen hier quasi die Einsteckbuchse, und da sehen Sie, der Baustellenbetreiber kann je nach Baustrom zwischen 32 Ampere, 63 Ampere wählen. Das ist der typische Baustellenstrom, der auch auf der Baustelle verfügbar ist. Mit 63 Ampere lässt sich das Gerät über Nacht laden, also ca. 12 bis 14 Stunden. Und mit 125 Ampere ist sogar ein sogenanntes Quick Charge, also eine Schnellladung möglich innerhalb von 7 Stunden. Und da sehe ich dann, wie voll der Akku ist, wie viel Reserve ich habe. Das heißt, hier haben wir noch 80% Leistungsreserve. Ganz genau. Das heißt, von den 720 Kilowattstunden sind dann noch ungefähr 600 Kilowattstunden über. Wenn man Rund das so 600 Stunden. Sie sehen, wir haben bis jetzt Messemitte, bis Mittwoch, haben wir rund 20% der Leistung schon aufgebraucht im normalen Messebetrieb. Und jetzt ist ja das Fahrzeug, so wie ich das so sehe, ungefähr mit dem Bohrkopf 8 Meter lang und relativ breit, denke ich auch. Wie transportiere ich denn das normal? Muss ich das komplett zerlegen oder wie läuft das? Müssen Sie überhaupt nicht zerlegen. Das Gerät lässt sich in einer Einheit quasi transportfähig machen, also ist sehr mobil. Das heißt, der Mäkler kann umgelegt werden, der ist dann auf der Kabine abgelegt.
und Sie können also das Gerät als ein Teil transportieren. Das Transportgewicht liegt unter 40 Tonnen, also bei zwischen 37 und 38 Tonnen. Das heißt, liegt immer noch unter den 40 Tonnen, für die spezielle Transportgenehmigungen notwendig wären. Und auch die Transportbreite ist bei gerade knapp 2,5 Metern. Also deutlich unter den 3 Metern und erst ab 3 Metern. Weder irgendeinen großen Spezialtransporter mit Begleitfahrzeugen, sondern kann den ganz normal auf einen 40-Tonner Sattelschlepper draufpacken und kann damit fahren und hat vielleicht eine normale Begleitung, die dann eben irgendwie mit Warnleuchte arbeiten muss. Ganz genau, unkompliziert, keine Verfahren, keine Genehmigungen, sehr rasche Mobilisierung. Und wie lange gibt es das Fahrzeug schon? Also das Fahrzeug, die konventionelle Version gibt es schon seit einigen Jahren, aber wir sprechen ja nicht vom konventionellen, sprich vom dieselhydraulischen Drehbohrgerät, sondern das ist ein batteriebetriebenes. Das gibt es jetzt Premiere seit der Bauma, also seit 3 Tagen steht das jetzt offiziell hier. Also das heißt, diese batteriebetriebene, akkubetriebene Version ist eine ganz absolute Neuheit und wir versprechen uns vor allem mit aus dem Trend der Urbanisierung. Innerstädtisch wird immer mehr gebaut. Die Vorschriften werden immer anspruchsvoller, behördliche Genehmigungen nehmen zu. Also wir gehen davon aus, dass das absolut ein Meilenstein ist in der Entwicklung, wie man zukünftig Drehbohrgeräte im innerstädtischen Bereich sehen wird. Gut, und vom Lärm her kann man sich das vorstellen, können wir uns das jetzt einmal irgendwie vielleicht auch anschauen hier auf der Messe, dass man den vielleicht mal laufen lassen kann. Das können wir uns. Und einen Blick in den Führerstand können wir sicher auch werden. Das können wir gerne machen. Das machen wir jetzt gleich. Also wir werfen einen Blick in den Führerstand. Wir betätigen das Gerät im Anschluss auch. Sie werden auch sehen, wir können uns trotzdem, dass das Gerät läuft, vor dem Gerät nochmals in Ruhe unterhalten. Also es geht nicht nur darum, Local Zero Emission, dass die CO2-Emissionen auf Null sind im Einsatz, sondern auch die Lärmbelastung ist signifikant niedriger als beim konventionellen Drehbohrgerät. Und damit gehen wir davon aus, dass das auch später im innerstädtischen Bereich auch möglich sein wird, diese Art von Geräten deutlich länger im Dauereinsatz zu betätigen, als dies jetzt konventionell noch möglich ist. Dann gehen wir mal in den Führerstand. Gehen wir in den Führerstand. Was Sie da sehen, ist, die Maschine ist mit einem komplett neuen Kabinendesign ausgestattet. Bedienkomfort ist sehr groß geschrieben bei dieser Kabine. Es ist ein orthopädischer Fahrersitz, auf dem ich mich jetzt befinde oder in dem ich sitze. Wir haben ein komplett neues Klimaanlagesystem mit verbessertem Lufteinlasssystem. Und das Wichtigste ist aber, das Kabinendesign ist in einer Form gemacht, dass ich eine perfekte Rundumsicht habe und auch, wir haben auf das Thema geräuschoptimiertes Design sehr viel Wert gelegt. Also für den Kranfahrer auch, was den Bedienkomfort betrifft, eine völlig neue Arbeitsumgebung. Also er kann auch entspannt stundenlang arbeiten, ohne dass er hier mit dem Lärm irgendwie groß zu tun hat. Ganz genau, er kann entspannt arbeiten. Die Kabine wurde ja nicht designt, geräuschoptimiert für den LB16 Unplugged, denn das Gerät erzeugt ja gar keinen Lärm mehr. Das ist aber das Standard-Kabinendesign, das auf allen anderen Seilbackern, Raupenkranen und Spezialtiefbaugeräten zum Einsatz gelangt. Das heißt, die normalen sonstigen Baustellen, Geräusche kann er dann auch ganz entspannt hier genießen. Absolut. Absolut. Was haben wir jetzt hier für Instrumente? Ich als Laie weiß jetzt natürlich gar nichts von solchen Bohrgeräten, was man da braucht. Das heißt, das ist hier jetzt das Herz dieser Steuerung wahrscheinlich. Genau, also was Sie da sehen, ist die Anzeige des Display in der Fahrerkabine. Also er sieht, der Fahrer hat alle Betriebsdaten auf einen Blick sichtbar, kann zwischen den verschiedenen Betriebsarten hin und her wechseln einfach. Das Besondere auch an dem Gerät, am LB16 Unplugged ist, es verfügt bereits über diese Bodendruckvisualisierung. Ein völlig neuartiges Assistenzsystem für den Fahrer. Der Fahrer sieht also zu jeder Zeit seinen aktuellen Bodendruck, also welchen Bodendruck übt das Gerät aus auf der Baustelle. Er kann den maximal möglichen Bodendruck definieren. Das Gerät zeigt ihm also immer an die Differenz zwischen dem tatsächlichen Bodendruck, dem maximal möglichen Bodendruck, und sobald der Fahrer in eine Situation käme, in welcher er
irgendwo an die Grenzen käme, warnt das System ihn automatisch. Das heißt, gerade wenn sich der Untergrund ändert, was ja oftmals so ist, dass ich irgendwann von irgendeiner Kiesschicht auf Gestein oder sonst was stoße, kann ich sofort reagieren. Kann ich reagieren, richtig. Was haben wir hier sonst noch für Displays? Die dann noch sind, das eine Rückfahrkamera wahrscheinlich jetzt hier oben. Rückfahrkamera, Sicherheit ist natürlich groß geschrieben. Also der Fahrer hat damit neben der verbesserten Sicht in der neuen Kabine hat er natürlich eine perfekte Sicht nach hinten. Und zusätzlich die Displays, die Sie sehen, das sind spezielle Displays, die dann immer auf das jeweilige Verfahren angepasst sind. Also beispielsweise, wir haben ja ein Calibre-Gerät, also sieht der Gerätebediener hier noch die entsprechenden Maschinendaten. Was ist Calibre? Kellebohren ist ein spezielles Bohrverfahren. Das ist einfach Bohren mittels einer Kellestange. Eine Kellestange ist nichts anderes wie eine teleskopierbare Stange, die je nach Segmenten sich mehrfach verriegeln lässt. Also je nach Bodentiefe, je nach Einbringtiefe gibt es verschiedene Kellestangenlängen. Das sind verschiedene Segmente, die sich verriegeln lassen. Das heißt, der nimmt einen neuen Stoß auf, verriegelt den und dann kommt er wieder um das Kelle-Segment tiefer in den Boden rein. Gut, danke. Dann haben wir jetzt den Führerstand gesehen und jetzt wäre es doch noch schön, wenn wir es vielleicht sehen könnten, wie sich das Ding dreht und wie es mit dem Lärm ist. So machen wir es. Da rufe ich den Monteur dazu, da lasse ich den Spezialisten an das Bedienpult. Danke. Er wird jetzt also vom Führerstand aus in Betrieb genommen und hier wird gesichert, dass nichts passiert. Und jetzt dreht er sich hier schon leise. Man hört eigentlich, dass man fast nichts hört. Wir können uns tatsächlich unterhalten währenddessen. Und Sie können mir das nochmal erklären, wie das jetzt hier ist. Welchen Vortrieb macht der? Wie viel bohrt der ungefähr dann pro Minute, pro Stunde? Oder was, wie nennt man das dann, den Vortrieb? Also da sehen Sie jetzt, die Kinematik bewegt sich, das Gerät dreht, bzw. das Gerät bohrt. Das ist ein 800 mm Durchmesser, wie wir schon vorher gehört haben. Und so wäre es der typische Bohrvorgang im Kellebohreinsatz. Man sieht sehr geräuschoptimiert, die Maschine erzeugt quasi keinen Lärm. Was noch ein ganz wichtiges Ausstattungsmerkmal ist, man sieht eine teleskopische Stange oben beim Bohrrohr, nämlich, also man hört jetzt, die Maschine macht keinen Lärm. Das Thema ist aber, wenn Sie die Kehlestange wieder rausziehen, dann müssen Sie ja die Kehlestange entsprechend vom Material entfernen. Das heißt, in der Regel wird die Stange nach rechts und nach links gedreht, auf Anschlag, und das macht ziemlich einen Lärm. Und auch zu verhindern, dass das Abschütteln der Kehlestange keinen Lärm verursacht, haben wir ein neues Designelement, einen sogenannten Schneckenputzer, teleskopisch verstellbar. Man sieht von der Seite besser. Schneckenputzer, teleskopisch verstellbar. Teleskopisch verstellbar, der fährt quasi nach vor in die Bohrstange rein. Man kann es jetzt hier sehr gut erkennen. Und der sorgt dafür, dass die Kellestange dann absolut geräuschoptimiert gesäubert wird. Also keine Abschüttelvorrichtung, kein lästiges Klopfen oder Klacken mehr, sondern wirklich das Putzen des Bohrrohres mittels des Schneckenputzers. Gut. Dann bedanke ich mich für die interessanten Vorführungen, für die interessanten Erklärungen dieses Elektromobils 4.0, würde ich jetzt hier einfach mal sagen, und wünsche Ihnen hier viel Erfolg damit, dass da das eine oder andere irgendwo zum Einsatz kommt. Vielen Dank auch für das Interesse, und wir sind optimistisch, dass diese Geräte dieser Art nicht nur auf der Messe wie auf der Bauma 19 heuer zu sehen sein werden, sondern zukünftig auch vermehrt im innerstädtischen Einsatz. Vielen Dank.